Und da bin ich wieder bei Deadly Premonition The Director's Cut. Neues von der Soundfront mal wieder. Es geht wohl, wenn ich irgendwie den Stereo-Mix aktiviere. Ich habe das jetzt mal probiert, aber keine Ahnung, ob es funktioniert hat. Es spielt dann sozusagen irgendwie dem Headset vor, dass es Stereo ist oder weiß der Kuckuck. Jedenfalls ist es leider nicht so einfach, das Headset auf Stereo zu stellen, aber ich will es auch nicht über meine Boxen laufen lassen, wobei das dann die letzte Möglichkeit wäre, dass ich dann quasi mir das Mikro nur um den Hals hänge und den Rest über die Boxen höre. So, unter mir muss ich irgendwo hin. Wo geht's denn hier? Trepp ab. Yes, your doctor told us. Normalerweise lese ich in Spielen immer gerne diese Texte, aber die sind hier so verdammt klein. Ach, guck mal. Ein bisschen Agentenehre gefunden. Ah ja, hier geht's auch runter. Offensichtlich. Bin ich hier auf dem richtigen Wege? Genau. Okay. Wir sind jetzt kurz vor der Leiche. Und hier muss ich die Karte swipen. Dann geht's rein. Geil. Ich habe gerade den OP-Tisch gerollt. Roll, roll, roll. Er ist gerade dagegen gestoßen und ich habe den Sound wieder auf der anderen Seite gehört. Es scheint also noch nicht geklappt zu haben. Schade. So, hier können wir ein paar Leichen aus dem Schrank ziehen anscheinend. Aber normalerweise ist doch so, dass da auch... Irgendwie war auch ganz kurz hier so der grüne Knopf da. Habt ihr gesehen? Irgendein Spot hier ist auch grün gewesen. Naja, dann eben nicht. So, hier ist ja der... Was ist das? Da ist die Leiche. Aber er lässt mich hier nicht rein. Klopf, klopf. Ja, it's locked. Ja. Toll. Muss ich hier wohl erstmal ein bisschen Radau machen. Rabatz. Oder was? Hier was angucken? Nö. Na gut, dann gehe ich nochmal draußen gucken. Vielleicht muss ich von außen hier rein. Nämlich von hier. Ah ja, das sieht ganz gut aus. Außerdem ist ja hier noch Agentenehre. Hier ist ein Snackautomat. Da kann ich ja mal gucken, ob ich schon Hunger habe oder so. Aber hier, ne, alles. Obwohl, beides schon ein bisschen weniger, muss man sagen. Aber noch viel genug. So, dann geht's wohl hier rein. Dissecting Room. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Das ist Asha Johnson. Was für ein Player, ey. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Außer Sheriff George. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. We don't have much time. We need those autopsy results.
Jetzt lass doch mal hier ein bisschen Romantik zwischen den beiden Bros aufkommen. Try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means... She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. A case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Sollten uns doch gleich angucken. Ist da etwa auch was unter den Fingernägeln? Die in Twin Peaks meine ich. Der Fall übrigens Seattle 1985 war auch aus Twin Peaks. Sie muss geweint haben.
Wunderschönes blondes Haar. Was haben wir an den Füßen? Nichts. Warum nicht? Emily ist hot. Also angucken oder was? So, was müssen wir hier machen, Mensch? Irgendwas habe ich noch nicht gemacht. Kann ich George noch angucken? Ah, jetzt. Die Zunge habe ich mir jetzt nochmal genauer angeguckt. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Da sind sie wieder. Was ist das, ein Würmer oder was, ne? Holt die denn alle her jetzt? Geil. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? My first victory in the Grandmaster ranking. Einfach mal so nebenbei, noch schön, Schachaufgabe gelöst, kein Problem. Oh, jetzt geht's wieder in die Traumwelt, so wie es scheint.
Aber warum denn? Das muss doch nicht sein. Erstmal saven. Ding dong. So. Was nehme ich denn? Ich habe irgendwie nur... Nee, also das wollte ich nicht. Okay, irgendwie rührt sich das nicht. Fuck. Kann ich hier zurückgehen? Okay. Was ist das, Anna? Ah, wenn ich durchgehe, ist Anna bestimmt ein Zombo. Ah, jetzt, ne? So, musst du daneben stehen anscheinend. Aha. 10 mm out of bullets. Ich habe immer noch keine 10 mm Waffe leider. Was das Ganze so ein bisschen öde macht. So. Soll doch Anna sein, oder nicht? Oder soll es die... Ja, es muss ja Anna sein. Ja, okay. Wie war das mit dem Mund zu halten? So. Habe ich irgendwo einen Atem? Ah ja, guck mal, da... Der Balken geht dann hoch irgendwie. So. Solange ich den zuhalte, machen die nix. Tja, und das ist jetzt so leider ein bisschen mit dem Sound echt nervig. Ich denke immer, muss immer genau. Ich könnte ja, wie ist es eigentlich? Kann ich meinen Kopfhörer einfach andersrum aufsetzen vielleicht? Das ist das Mikrofon, glaube ich, an der falschen Stelle. Okay, die kommen ja überall durch. Wo muss ich denn hin? Oh, jetzt kommt er angeschnuselt. Kann ich an denen vorbeilaufen? Oh nein, ich muss gleich atmen. Das ist natürlich ganz witzig mit dieser Atemtechnik. Das erinnert mich an dieses... Oh, doofe Tussi. Erstmal hier... Erstmal Weg frei machen. So. Das erinnert mich an dieses eine Horrorspiel, wo man... Ach, guck mal. Wo man nicht blinzeln... Oder wo man immer blinzeln musste, periodisch oder irgendwie so. Und sonst kam der Plumpsack. Irgendwie so, ich weiß leider jetzt nicht, wie das Spiel heißt. Schade. Oh, falsch. Oh, die Kamera dreht sich so elendlich langsam. Wenn man schleicht und den Mund zuhält. Und bei mir weint es jetzt zum Beispiel rechts, also ist es wahrscheinlich links, ne? Na, da leuchtet's.
Ist hier der Endboss? Erstmal hier hingehen. Schwarzen Kaffee. You got coffee black. Oh, den brauche ich jetzt nicht, oder? Denke ich mal. Heben wir mal das Tuch. Oh, guck mal, da wabert es schon drunter. Eine Cardkey für das Hauptgebäude. Jetzt kommen sie wieder rausgeschissen. Wo muss ich jetzt lang? Wahrscheinlich erstmal wieder zurück. Schätze ich jetzt einfach mal. Ah ja, da. Bing, bing. Schwapp. Und hindurch mit dir, lieber York. Wann hat dieser Albtraum ein Ende? Hä? Oh Gott. Ah, hier ist mein Inventar. Und hier kann ich saven. Immer erstmal saven. Nach ein paar Minuten hänge ich noch ran. Ist gerade so schön spannend. So, hier kann ich mich erstmal umziehen. Ich bin so voll geschwitzt, weil es hier so aufregend ist, muss ich mich erstmal umziehen. Nehme mal die grüne Krawatte. Ach, guck mal, man kann auch die Sachen waschen. Habe ich hier noch was drin, was sich lohnt herauszunehmen? Ein Ei. Dann nicht. Ah, hier kann ich pennen. Muss ich pennen? Nö. Alles im grünen Bereich. Stabilizer. Nehme ich mal. Ist der jetzt... Was ist das eigentlich? Habe ich den jetzt hier eigentlich? Ne, ist auch eine... Achso, ne, der ist in meinem... Kann ich auch schlafen? Mission Knife. Das nehme ich. Dann meins ist schon ein bisschen abgenutzt. Ich hoffe, das stackt jetzt direkt. Mal sehen. Ja, stackt. Wunderbar. Und ein Lollipop. Den nehme ich mal auch. Und ein First Aid Kit. Die Uhr dreht sich wieder zurück, hat man gerade gesehen. Gut, schön, alles eingesammelt. Dann speichere ich nochmal. Und beende dann doch an dieser Stelle die Folge, weil es gerade zeitlich auch ganz gut passt. Moment, warum ist hier noch was? War das Inventar voll oder was? Ah, irgendwie nimmt er den nicht. Dann packe ich ihn mal in die Toolbox. Anscheinend ist mein Inventar voll oder so. Oder ist dort ein Endlos-Spawn, Alter. Ist ein Endlos-Spawn. Endlos Lollipop-Spawn. Unglaublich. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich probiere nochmal, mir die Soundprobleme anzugucken. Bis dann, euer Dread.